krass nass. Die Tigerentenclub Sommerspiele 2019. Jede Menge Action, Spaß und gute Laune mit Jess und Johannes. Neue Woche, neuer Parcours, gleiche Strandbar. Willkommen bei den Tigerentenclub Sommerspielen 2019. Ja, und eins ist ganz sicher, in dieser Woche wird es wieder krass nass. 7 Teams sind es noch. Sie alle kämpfen um den Titel Krass Nass Champion 2019. Und alle sind top motiviert und stehen in den Startlöchern. Deshalb holen wir sie gleich rein. Hier sind Lena und Kaira. Elias und Hannah. Hannah und Lilly. Lara und Emma. Robin und Lennon. Und Lara und Skadi. Und Mohammed und Philipp. Guten Tag, hallo, neue Woche. Willkommen bei Krass Nass. So, 7 Teams sind es. 3 davon kommen ins große Finale. Wird langsam eine enge Kiste hier. Ja, und alle halten ihre Medaillen fest, die schon welche haben. Ihr zu Hause seid nämlich jetzt wieder gefragt. Wer könnte heute Tagessieger werden? Schaut sie euch genau an. Sind es vielleicht die Mädels hier neben mir? Lena und Kaira, auch genannt Team Kugelfisch. Die standen schon zweimal auf dem Schleuderrad, aber sie sind immer noch dabei. Oder sind es vielleicht Mohammed und Philipp? Sie waren zweimal auf dem Schleuderrad, haben aber Ende letzter Woche für eine große Überraschung gesorgt. Die Frage ist, schaffen Sie das heute wieder? Jungs, wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr euch vorgenommen? Ihr hattet ein Wochenende Zeit, um euch auszuruhen. Ja, also unser Ziel jetzt ist einfach nur weiterzukommen und versuchen jetzt vielleicht eine Tagessiegermedaille zu holen. Schön, mit breiter Brust in den neuen Tag. Klingt nach einem Plan. Ansonsten könnt natürlich ihr zu Hause auch wieder was gewinnen. Wenn ihr den Tagessieger richtig tippt auf krassnass.de, gibt es diesen Wetpack mit wasserdichten Handyhüllen. Einfach abstauben, wenn ihr richtig liegt. Ja. Viel Glück von unserer Seite und wer heute auch wieder mit dabei ist unser Kommentator Bolli. Hallo Bolli. Hallo Jess, hallo Johannes. Ich bin total bereit, denn heute wird's ziemlich toll. Der Parcours hat es in sich, denn es müssen jede Menge Hindernisse überwunden werden. Wolli, vielen Dank. Dann wollen wir uns den Parcours in der neuen Woche anschauen. Der wird vorgemacht von Mr. Krass Nass. Hier ist Captain Krass Nass und Leichtmatrose Krass Blass. Wir sind gespannt auf den Parcours. Zeigt ihn uns, Jungs. Es geht los. Achtung, fertig, krass nass. Mit der Starttröte läuft Spieler 1 los. In dem Fall Leichtmatrose Krass Blass. Die schaumige Tigerentenrampe hoch mit dem Seil, das kann man natürlich zur Hilfe nehmen. Da ist ein bisschen Kraft gefragt, ein bisschen Geschick, schön sauber hochlaufen. Oben wartet dann eine Glocke, an der einmal bimmeln und dann zur Belohnung die Rutsche runter. Das ist nicht ganz so einfach, weil es am Anfang nicht so rutscht. Erst hier, wenn der Schaum kommt, dann flutscht's so richtig. Dann geht's rein in die Dschungelwelt, die kennen unsere Teams schon bestens. Klar auch den Krokodilsgraben und dann gibt's das Abklatschen der Best Buddies. Captain Krass Nass klettert hier dann erstmal hoch, um auf der anderen Seite wieder runter zu rutschen. Dann geht's rein in die Action-Piste, aber er macht's falsch, denn man muss unter den Toren durchkriechen und nicht wie unser frecher Captain hier einfach nebendran laufen. Auch wenn er hier jetzt runterrutscht, dann geht's zum Ekelpool. Da gilt es, was zu suchen und zu finden. Und dann mit dem Trike-Slider Gas geben und am Ende buzzern. Sie werden von Tag zu Tag besser. Nicht Krass Blass und Captain Krass Nass. Es läuft jetzt besser bei unseren 2 Kandidaten. Sie stehen schon bei Jazz bereit. Bei mir am Start ist jetzt das Team Kugelfisch und ihr habt einen ganz besonderen Spruch. Auf geht's. Kugel, Kugel, Kugelfisch, wir sind super ab und Tisch. Sehr gut. Das kann nur gut werden heute. Lena, wie habt ihr euch denn aufgeteilt heute? Also ich gehe auf die Rampe und sie geht durch die Dschungelwelt. Noch irgendwelche letzten Tipps, Kaira? Ja, also Lena, nimm dir Schaum mit nach oben und geh ihn auf den Hintern, damit du schneller flutschen kannst, also schneller nach unten. Also mach das, okay? Kriegt ihr hin. Die haben sich schon einen Plan gemacht. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Ihr startet, beziehungsweise Lena startet auf mein Zeichen. Achtung, fertig, krass nass! Also, Schaum auf den Hintern. Kairas Anweisung gehört vielleicht dazu, wie die Sahne zum Apfelstrudel für unsere beiden Österreicherinnen. Hier muss sie erstmal das Seil im Schaumbad finden. So ein bisschen Probleme, aber dann sauber hoch. Den Schaum hat sie, glaube ich, nicht dabei, würde ich jetzt mal sagen. Den kann sie sich nirgends mehr hinschmieren. Aber einmal bimmeln und dann runter. Vorsichtig sein, aber natürlich auch Tempo aufnehmen. Und jetzt rutscht's dann. Da ist sie komplett voll. Bisschen wie der Weihnachtsmann. Da sieht man dann nicht ganz so viel, aber sie hat die Orientierung wieder. Lena ist in der Dschungelwelt. Einmal ausgerutscht so ein bisschen. Ist natürlich schwierig hier, dann den Schaum komplett abzuschütteln. Wir springen ein bisschen in
Richtung Abklatschen schon. Jetzt geht's weiter für Kaira. 1 Minute 15 rum beim Wechsel. Und nach der Kletter-Action geht's dann auf die Action-Piste. Durch die Tore durch, genau nicht wie Captain Krassnass. Einmal durchrobben, nochmal klettern. Auch hier wieder ein bisschen Kraft gefragt und nochmal rutschen. Und dann gilt es im ekligen Pool hier was zu suchen und zu finden. Da muss man die Arme und die Hände eintauchen diesmal. Und da taucht er auf, ein Gummistiefel. Den nicht mitnehmen auf den Trike-Slider, sondern einfach fallen lassen. Da passt der Leichtmatrose drauf auf und dann kräftig in die Pedale treten, auch wenn die Füße noch so ein bisschen nass sind. In Richtung Buzzer, den richtigen Weg einschlagen und dann zum Ziel die erste Zeit. Und direkt auf den Buzzer hauen. Wir stoppen genau jetzt die Zeit. Erst einmal umarmen, so muss das sein. Du hast ja ein richtiges Schaumbad genommen, oder? Wie war das auf der Tigerettenpiste für dich? Ja, also ich habe vorher den Schaum ins Gesicht bekommen. Das hat jetzt nicht so gut geschmeckt. Du standest die ganze Zeit da, die Zunge hing so raus und du so... Ja. Ey, war aber ein super Lauf für euch. Wir schauen auf die Zeit der 2 Mädels. 2 Minuten 26. Also ihr beide bitte in den Strandkorb setzen. Jetzt seid ihr aktuell Platz Nummer 1. Kann sich aber alles ändern. 6 Teams kommen noch. Hanna und Elia sind als nächstes Team dran. Ihr habt gerade schon das erste Team performen sehen. Wie fandest du es, Hanna? Ich fand, sie haben es richtig gut gemacht, hatten auch eine gute Taktik, ja. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende genutzt und gut Power getankt, Elias. Was ist euer Plan für heute? Einfach gut durchkommen. Sehr gut. Als Leichtathleten sollte das für euch hier kein Problem sein. Von mir gibt's das Startsignal. Hanna, mach dich bereit. Achtung, fertig, krass, nass! Hanna und Elias, sie loben den Gegner. Feiner Zug von den beiden. Aber für Hanna geht's jetzt erstmal hier die Tigerentenrampe selber rauf. Muss selber sich zurechtfinden hier erstmal. Und dann ab zum Bimmeln. Bisschen wie auf der Kuhweide in den Alpen. Und auch sie hüpft hier schön runter. Das sieht gut aus. Einmal die Scheibenwischer betätigen im Gesicht. Sieht sie noch nicht so wirklich viel. Aber sie hat die Dschungelwelt gefunden. Da wartet unser Captain. Einmal drüber wieder, genau, ohne Strafsekunden. Sehr gut, durch den Tunnel. Dann die Treppen sind schon bekannt. Ein bisschen abgerutscht, immer noch ein bisschen Schaum und Wasser. Immer mit im Spiel hier. Gute Minute rum. Und der Wechsel. Elias rauf auf den Klettersteig. Und dann gibt es einen kräftigen Stunt hier bei ihm. Stuntman in die Actionpiste. Okay, das passt zusammen. Hat er vielleicht sogar ein bisschen Zeit gewonnen mit diesem waghalsigen Sturz. Und auch er wischt jetzt hier das Wasser zur Seite im Ekelpool auf der Suche. Ja, mit dem Fuß sogar. Aber hilft. Er findet den Gummistiefel. Und jetzt rauf auf den Trike-Slider. Kräftig in die Pedale treten, Vollgas geben und dann nur am Ende abbremsen. Und es gibt noch die Anfeuerung von Hanna. Gute Zeit. Vorbei, Elias und Hanna sind im Ziel angekommen. Sag mal, Elias, was soll ich zu dir sagen? Soll ich Elias sagen oder Stuntman? Was war denn das für eine Aktion? Ich bin aus Versehen runtergelaufen und dann war ich zu schnell und dann bin ich gegen so ein Ding gelaufen. Aber es hat auf jeden Fall Sekunden eingebracht. 2 Minuten und 12 Sekunden für euch beide. Das heißt, gebt euch High Five und ab mit euch in den Strandkorb. Kaira und Lena machen euch Platz. Und weiter geht es mit den beiden Quasselstrippen. Hier sind Hanna und Lilly. Und die beiden würden bestimmt auch sehr, sehr gerne in den Strandkorb, oder? Ja. So, neue Woche. Die erste Woche habt ihr super gut überstanden. Was habt ihr euch vorgenommen für heute, Lilly? Ja, vielleicht einen Tagessieg holen, aber erstmal auf jeden Fall drin bleiben. Und dann geht's nämlich schon los für Hanna. Sie geht auf die Rampe hoch auf mein Startzeichen, okay? Achtung, fertig, krass, nass! Das ist doch immer wieder wunderbar herzlich zwischen den beiden. Eine Umarmung, bevor es auf den Parcours geht, mit so viel Herzenswärme. Schafft man es doch jede Rampe hoch, auch die Tigerentenrampe. Ganz eigene Technik hier bei Hanna. Mal schauen, wie sie hier runterkommt. Ja,
Macht sie clever und benutzt gleich die Seite, wo man dann auch aussteigt. Hat sie vielleicht auch so die ein oder andere Sekunde gewonnen. Minute jetzt hier rum auf den Knien. Die Rutsche runter und dann kommt's zum Abklatschen. Lilly. Rein und einmal kräftig hochziehen. Und wieder runter. Und auch sie mit einem Stunt. Kopfüber durch die Tore. Gut, auf allen Vieren. Und dann nochmal alle Kräfte mobilisieren. Nochmal kräftig hochziehen hier. Nicht verheddern im Netz und dann wieder die nasse Rampe runter zum Ekelpool. Wie stellt sie sich jetzt an? Geht direkt mal runter und findet den direkt. Das war super schnell gefunden. Gar keine Probleme bei Lilly. Das weiß auch Hannah, dass das hier eine richtig gute Zeit werden kann. Kräftig gestrampelt. Richtige Abbiegung nehmen. Und dann einmal buzzern bitte. Noch mit einem kleinen Stunt am Schluss. Lilly Hannah, willkommen im Ziel. Du hast ja den ersten Teil der Strecke ausgesucht. Der ist richtig schwierig mit Schaum durch die Dschungelwelt. Wie lief's für dich? Ja, bei der Rampe da war es sehr rutschig. Ich bin auch einmal ausgerutscht und dann hatte ich da noch kaum Kraft. Aber ich habe mich dann nochmal zusammengerissen. Aktuelle Spitzenreiter. 2 Minuten und 2 Sekunden. Ab mit euch in den Strandkorb. So sieht der aktuelle Platz 1 aus. Ja, vielen Dank. Lara und Emma stehen jetzt hier bei mir. Bis jetzt hat jedes Team einen neuen Zeitrekord aufgestellt. Was heißt das für euch, Emma? Auch einen neuen Zeitrekord aufstellen? Ich würde es euch sehr, sehr wünschen tatsächlich. Lara, für dich geht's auf die Rampe auf mein Startzeichen. Viel Glück. Achtung, fertig, krass. Lara legt los und sucht erstmal das Seil. Da geht's schon mal einige Meter nach oben. Paar Probleme hier, den Schaum loszuwerden, aber die Glocke läutet und sie hüpft eigentlich gar nicht, sondern rutscht hier komplett runter. Hat gut geklappt bei Lara. Einmal durchs Gesicht wischen und dann rein in die Dschungelwelt. Das sind nämlich einige Meter, die sie hier machen muss. Gut drüber gekommen. Da lassen natürlich die Kräfte auch nach am Ende, aber bei 1 Minute der Wechsel zu Emma, die jetzt hier erstmal eine Kletterpartie hinlegen muss, dann geht's wieder runter. Das ist ein permanentes Auf und Ab für unsere Kandidaten. Respekt, wie viel Power, wie viel Anstrengung, wie viel Mut und Energie die hier in den kompletten Parcours immer wieder reinlegen über Tage und dann auch noch Glück haben müssen auf der Suche nach dem Gummistiefel in diesem riesigen Ekelpool. Aber auch Emma hat ihn erfolgreich gefunden. Einmal den Lenker in die Hand und kurbeln, was das Zeug hält mit den Beinen. Auch hier die Anfeuerung zu hören von Lara und gute Zeit auch. Das gibt's doch gar nicht. Mann. Jedes Team setzt hier wirklich einen oben drauf. Emma, was ein Schlussspurt. Ich finde ja diesen Gummistiefel zu finden gar nicht so einfach. Wie lief das bei dir ab? Also ich habe halt relativ in der Mitte gesucht und es ging eigentlich relativ gut. Wir haben ja bei Krass Nass in diesem Jahr unsere große Best Buddy Challenge, ja? Warum seid ihr beide denn beste Freundinnen, Lara? Wir kennen uns schon sehr lange und wir haben immer Spaß miteinander. Ja. Und nicht nur Spaß, sondern ihr seid auch richtig gut zusammen, denn die Zeit 1 Minute und 57 Sekunden. Also die Bestzeit nochmal unterboten. Ab mit euch in den Strandkorb. Lilly und Hannah machen ungerne Platz, aber sie müssen das. Und jetzt kommen 2 Jungs, die wollen endlich mal einen Tagessieg. Vielleicht klappt es ja heute. Die Best Buddies Robin und Lennon. Und Lennon, du bist ja der Typ, der immer so den Parcours analysiert. Was sagst du heute zu dem Parcours? Ja, also eigentlich gibt es da nicht so viel zu analysieren. Einfach schnell machen. Okay. Findest du, Captain Krass Nass hat sich einen coolen Parcours ausgesucht, Robin? Ja, schon. Vor allem das Runterrutschen da finde ich voll cool. Ich finde ja, glaube ich, am schönsten, wenn die dann so als Schaumänner rauskommen. Das sieht immer sehr, sehr schön aus. Robin, für dich geht's gleich hoch auf mein Startsignal. Und hier kommt's schon. Achtung, fertig, Krass Nass! Robin wird also zum Schaummännchen hier.
Aber erst muss er zum Seil ziehen, beziehungsweise sich selber hochziehen am Seil, gegen die Schaummassen ankämpfen. Hier wird es dann natürlich ein bisschen trockener. Einmal klingeln und wieder runter. Kaum noch zu sehen hier. Ganz schön Schaum geschluckt, bitterer Nachgeschmack vielleicht. Aber der kämpft und ist hier auch schon weiter. Wir springen zu den Treppen und zur Rutsche und zur Übergabe mit Lennon. Gibt hier auf den ersten Metern schon mal richtig Speed. Verheddert sich ein bisschen hier. Gilt es den Halt immer wieder zu finden. Dann hier rein in die Actionpiste. 1, 2, 3, 4 Tore durchrobben. Und hier nochmal hoch am Seil. Mit Style rutscht er da, slidet er da runter. Seitlich und springt direkt in den Pool rein. Da geht er auf Tuchfühlung mit dem Ekelpool. Hauptsache nichts schlucken, genau. Und den Stiefel raus. Und nochmal Gas geben auf den letzten Metern. Da ist die Anstrengung zu sehen. Boah, und das ist, glaube ich, neuer Topspeed bei Lennon hier. Jetzt nur noch die Bremse finden und einmal draufhauen, bitte. Lennon und Robin sind im Ziel, spicken schon beide ein bisschen auf die Zeit. Lennon, bist du zufrieden? Ja, eigentlich schon. Nur ganz am Anfang, da bei der Kletterpiste bin ich einmal am Anfang abgerutscht. Die Zeit, 2 Minuten und 3 Sekunden. Ist zwar nicht Strandkorb, aber heißt trotzdem, ihr seid beide wieder morgen mit dabei. Und jetzt kommt Skadi und Lara. Die zwei Mädels, die jeden Parcours super schnell schaffen. Egal ob Bestzeit oder nicht, ihr seid immer ganz vorne mit dabei. Wie macht ihr das, Skadi? Ich weiß nicht, also wir versuchen einfach nur, wie gesagt, schnell zu sein und auch Spaß dran zu haben. Ja, beides im Optimalfall. Lara, wie kann ich mir das vorstellen? Besprecht ihr euch? Habt ihr am Wochenende irgendwelche Pläne gemacht oder geht ihr da ganz spontan rein? Also wir besprechen uns ein bisschen vorm Parcours. Aber verraten, da wollen sie nicht so viel, das habe ich schon gemerkt. Lara, für dich geht's oben auf die Rampe. Von mir gibt's das Startzeichen. Achtung, fertig, krass, nass! Warum auch in die Karten schauen lassen, wenn man seine eigene geheime Taktik hat? Ups, da geht erstmal schon ein bisschen in den Schaum rein. Kleiner Sturz von Lara. Auch hier eine ganz eigenwillige Technik, aber das sieht doch gut aus, wie sie da die Rampe hochkraxelt und dann auch schön die schräge Variante von links nach rechts Richtung Ausgang wählt. Eine komplette Drehung und dann als Tunnelbohrer einmal komplett durch den Tunnel durch. Und die Passage, wie gesagt, kennen Sie schon. Kleinen Spagat fast noch hingelegt von Lara, also gymnastisch. Eine Top-Note auf jeden Fall. Und Skadi auch schon auf der Runde hier. Legt jetzt hier nochmal alles rein. Aus dem Weg bitte. Und dann geht's auf die Suche. Ist natürlich jetzt nicht so einfach für manche Teams. Das ist der Knackpunkt, was die Zeit anbelangt. Da kann man natürlich viel Zeit verlieren oder auch gewinnen. Bei Skadi und Lara hat es ein bisschen länger gedauert. Es geht um Sekunden hier tatsächlich. Alles dicht beisammen. Und bitte! Jede Sekunde. Skadi, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo ist der blöde Gummistiefel? Ja, war der nicht zu sehen oder? Nee, habe ihn einfach nicht gefunden. So, dann schauen wir auf eure Zeit. 2 Minuten und 16 Sekunden. Das heißt, ihr seid ja unsere Geheimfavoriten. Aber wenn es so bleibt, wärt ihr das erste Mal heute auf dem Schleuderrad tatsächlich am Ende. Für euch ja eine ganz, ganz neue Situation. Noch ist es ja nicht so weit. Ein Team fehlt uns noch. Das sind Mohammed und Philipp. Oder auch Team Überraschungspaket, wie ich finde, weil ihr überrascht uns jede Sendung aufs Neue. Was geht euch jetzt für den Parcours heute durch den Kopf, Philipp? Ja, also erstmal nicht aufs Schleuderrad. Mohammed, was ist dein Plan? Ja, das ist genau dasselbe. Hauptsache jetzt nicht aufs Schleuderrad landen und dann ist alles gut. Schnell diesen Stiefel finden, okay? Das ist das Ziel. So, Mohammed, für dich geht's auf die Rampe. Achtung, fertig, krass, nass! Nicht aufs Schleuderrad, dann ist alles gut.
Boah, aber da pfeffert's ihn erstmal volle Kanne in den Schaum, schon vom Bergaufstieg. Auch hier jetzt natürlich ein bisschen Probleme, den Halt zu finden bei Mohamed. Kommt er komplett nach rechts hier ab, die Ideallinie verlassen, aber kommt dann doch noch an die Glocke ran. Auch hier ab durch die Mitte. Aber nicht optimal. Der Ein- und der Ausstieg hat ein bisschen Zeit verloren. Jetzt hier drüber. Aber da stimmt das Gleichgewicht nicht und da beißt das Krokodil zu. Es gibt die Strafsekunden. Das erste Team, das hier bei diesem Parcours die 5 Strafsekunden kassiert. Mohamed und Philipp. Mohamed immerhin jetzt durch und Philipp muss jetzt hier richtig Gas geben, damit das Schleuderrad für die beiden Schleuderrad-Spezialisten noch verhindert wird. Was kann er noch rausholen? Vor allem in Richtung Gummistiefel denke ich da schon, der muss ganz schnell hier gefunden werden. Man kann ihm überhaupt keinen Vorwurf machen, was den Einsatz anbelangt. Da ist er voll dabei. Und jetzt geht's auf die Suche. Wie an Ostern mit den Eiern. Schnell finden. Aber es dauert dann doch einige Sekunden, wie schon eben bei Skadi und Lara. Jetzt nur noch einmal auf den Trike-Slider und Vollgas geben. Jede Sekunde zählt hier bei Krass Nass für Mohamed und Philipp. Philipp ist im Ziel. Moment, was ist passiert bei dir? Ich hatte keine Power mehr und am Ende, dann bin ich nicht weitergekommen, bin die ganze Zeit ausgerutscht. Ja. War die Batterie einfach leer? Wie sieht es bei dir aus, Philipp? Es war okay. Wir schauen mal auf die Zeit. Es sind 2 Minuten 28, da kommen aber leider noch 5 Strafsekunden obendrauf. Das heißt, wir hätten am Ende eine Zeit von 2 Minuten 33. Also, so sieht's aus in der Tabelle. Es treten auf dem Schleuderrad 2 Schleuderrad-Champions an. Also Mohamed und Philipp gegen Lena und Kaira. Beide waren schon 2-mal auf dem Schleuderrad. Oh Mann, aber es gibt auch Tagessieger und das sind Lara und Emma. Tada-tada! Das ist doch schon die 2. Tagessiegermedaille, oder nicht? Herzlichen Glückwunsch! Na, eine 3. wäre auch nicht so schlecht, oder? Nee, weg, cool. Wie fühlt sich's an? Cool. Sehr schön. Genießt es, genießt es. So, dann kommen wir jetzt zum Finale auf dem Schleuderrad. Es treten sozusagen die Champions auf dem Schleuderrad gegeneinander an. Lena und Mohamed, die gehen gleich aufs Schleuderrad. Mohamed sichtlich angespannt und Lena, du bist der Knaller, du bist einfach immer am Lachen. Ja, keine Ahnung. Was geht dir gerade durch den Kopf? Einfach nicht runterfallen. Richtig. Mohamed, wie sieht's denn bei dir aus? Du guckst schon wieder so traurig, aber es ist doch noch gar nichts passiert. Ja, wir hoffen jetzt, dass wir jetzt mitkommen und nächstes Mal jetzt nicht wieder aufs Schleuderrad kommen. Okay, jetzt erstmal das Schleuderrad durchstehen, ihr beiden. Auf das Schleuderrad mit euch beiden. Die Werfer machen sich bitte auch bereit. Wenn ihr steht und uns das Handzeichen gebt, dann geht es los. Achtung! Fertig! Krass nass! Das Duell der Schleuderrad-Profis. Lena immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Grinst hier Mohamed fast schon an. Ist das ein psychologischer Vorteil? Warum grinst sie so, wird er sich vielleicht denken. Und er kommt dadurch vielleicht auch ins Schleudern. Lena, kommt her! Komm, Mohamed, ist nicht schlimm. Komm. Komm. Kopf nicht hängen lassen, okay? Lena und Kaira sind eine Runde weiter. Es wird natürlich jetzt immer enger. Die Teams, die Besten bleiben nur noch übrig. Du hast es mal wieder geschafft, Lena. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Danke. So, das war's für heute. Krass nass. Wenn ihr richtig gelegen habt, was den Tagessieger angeht, geht rein auf krassnass.de. Mit ein bisschen Glück habt ihr unseren wasserdichten Strandsack gewonnen. Wir sehen uns morgen wieder bei Krass nass. Bis dann. Tschüss.